Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es um ein sehr, sehr großes Thema, also von der Überschrift her groß. Das Thema an sich ist eigentlich gar nicht so schwer. Und zwar ist das Thema objektorientierte probabilistisch-relationale Modelle, kurz PRM für probabilistisch-relationale Modelle. Das Objektorientierte lässt man oftmals weg, also wenn ihr danach googelt, nicht wundern, wenn ihr das Objektorientierte weglasst, dann findet ihr immer noch passende Sachen. Problem ist allerdings, dass wir das Einzige, was wir wirklich machen, ist Objektorientierung einführen für Bias-Netze. Okay, schauen wir uns das Ganze mal am besten an einem Beispiel an. Ich nehme jetzt hier einfach mal Folgendes. Wir haben hier ein Haus in der Willenstraße 1. Keine Ahnung, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Willenstraße soll bedeuten, es ist ein teures Haus. Okay, so. Dann haben wir einen Promi 1. Ich nenne sie jetzt nicht beim Namen, ich sage einfach nur Promi 1. Nicht, dass irgendwer irgendwelche, keine Ahnung, Abhängigkeiten sieht, wo es keine gibt. Dann haben wir hier unten zum Beispiel einen Ferrari, keine Ahnung, irgendeinen speziellen Ferrari, also wirklich ein konkretes Teilchen. Und ja, so, jetzt hängen die ja irgendwie miteinander zusammen. Das heißt, ein Promi wird meistens hier in dieser Villenstraße wohnen und wird häufig einen Ferrari haben. So, jetzt können wir hier dieses Modell hier eintrainieren. Allerdings gibt es dazu nicht so viele Daten, weil es gibt nicht so viele superreiche Menschen, die man irgendwie benutzen könnte. Was man jetzt macht, ist, man nimmt natürlich nochmal quasi dasselbe Modell und muss es anpassen für eine zweite Person. Also hier zum Beispiel ein Normalo, der in der Hauptstraße wohnt. Hauptstraße ist irgendwie in jedem, glaube ich, echt in jedem Dorf und Stadt vertreten. Und der fährt halt nur an Ford. So, okay. Und jetzt muss man dieses ganze Ding hier nochmal neu eindringen und so weiter und so fort. Jetzt merken wir vielleicht aber eigentlich bloß, okay, je nachdem, was für ein Einkommen man hat, also was für eine Person hier ist, hängt davon der Wohnsitz ab und vom Wohnsitz hängt das Auto ab. Muss jetzt nicht in Wirklichkeit so sein, ist nur ein Beispiel, okay? Was man also macht, ist folgendes: Man clustert diese Dinge. Normale und Promi sind beides Personen. Und das hier ist jeweils der Wohnsitz. Und das hier ist das Auto, das man fährt. Das heißt, man kann hier eine Verallgemeinerung machen. Man hat jetzt nicht mehr die Person schon direkt irgendwie mit reinbezogen, sondern man hat hier die Person, man hat einen Wohnsitz und von diesem Wohnsitz hängt das Auto ab. Und das ist wahrscheinlich allgemeiner, man kann nicht alles modellieren, aber man kann durchaus das meiste modellieren. Und diese Klassen hier, die wir jetzt hier drin haben, die beinhalten dann halt noch weitere Attribute, also eine Klasse enthält Attribute, wie zum Beispiel das Einkommen, wie zum Beispiel von mir aus auch noch das Alter, aber eigentlich für dieses Beispiel ist hauptsächlich das Einkommen wichtig und so weiter und so fort. Also wir haben hier haufenweise Zeugs und jetzt kann man diesen Pfeil hier nicht speziell von der Klasse Person abhängig machen, sondern von dem Attribut Einkommen. Also die Klasse ist die Klasse ist die Person, aber das Attribut, von dem eigentlich der Wohnsitz abhängt, ist das Einkommen, nicht das Alter oder sowas. Klar, natürlich auch noch ein bisschen, das ist sehr vereinfacht, aber ja, ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. So, beim Wohnsitz haben wir vor allem mal die Lage und das Baujahr und so weiter und so fort. Da brauchen wir dann tatsächlich eine Abhängigkeit von allem, deswegen geht der Pfeil auf die ganze Klasse. Und das Auto hängt vielleicht auch von dem ganzen Wohnsitz ab, deswegen lassen wir das einfach mal so stehen. Natürlich könnte man jetzt auch das Auto vom Einkommen abhängig machen, aber das wäre dann nicht unbedingt das, was ich euch zeigen möchte, eben nicht. Okay, man hat also einen Wertebereich auch für jedes von diesen Attributen, also das Einkommen wird wahrscheinlich zwischen 0 Euro liegen und irgendwie ein paar Milliarden Euro. Dazwischen kann es alles geben. Deswegen haben wir hier einen gewissen Wertebereich. Beim Alter ist es unwahrscheinlich, dass wir bis ein paar Milliarden gehen. Deswegen würde ich hier mal sagen, okay, 150, mehr brauchen wir hier nicht. Deswegen haben wir hier jeweils so ein gewisses, eben einen Wertebereich für die einzelnen Attribute, nicht mehr für die ganzen Klassen. Davor hatten wir einen Wertebereich für die kompletten Klassen, jetzt haben wir einen Wertebereich für die einzelnen Attribute innerhalb meiner Klasse. Okay, Auto hat natürlich auch noch Attribute hier übrigens. Also das ist nicht nur Auto, das ist dann Modell und Baujahr und PS oder sowas. Ja, so Zeugs eben. So, was man jetzt in diesen probabilistisch-relationalen Modellen hier
beobachten kann, also was wir wirklich messen können, sind die einzelnen Instanzen, wie beim Programmieren quasi auch, die Instanzen von eurer Klasse. Das heißt, ich messe oder ich beobachte meine Person 1, also in dem Fall irgendein Promi mit hohem Einkommen, mittlerem Alter oder niedrigem Alter von mir aus, und dann eben jeweils hier ein Wohnsitz, also das ist dann eine neue Beobachtung, eine Instanz von Wohnsitz wäre zum Beispiel in Berlin irgendwo mit speziell eben genauer Lage und genauem Baujahr davon, und dann beobachten wir auch noch ein Auto. Und dadurch kann man dann eben dieses Netz, ja, man hat quasi einfach mehr Daten und man kann diese Abhängigkeit hier genauer bestimmen. Okay, gut, das soll es erstmal als Einführung zu den PRMs gewesen sein. Nächstes Mal schauen wir uns an, wie wir diese Parameter hier tatsächlich schätzen können. Also wie wir, ja, nicht schätzen, sondern wie wir sie anhand von beobachteten Daten irgendwie errechnen können. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Liken nicht vergessen und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja alles. Okay, wir hören uns. Bis dann. Ciao.